I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love again. Oh, how far will I Die Untersuchung im Geisterschloss geht weiter. Es ist ein Ort, der über hunderte Jahre viel erlebt hat. Viel Freude, aber auch Leid. Rauschende Feste, aber im Krieg auch unzählige Verletzte. Krankheit und Tod. Dieser Ort ist für seine paranormale Aktivität bekannt. Jedoch variiert die Stärke der Phänomene permanent. Eingestürzte Räume und verschüttete Durchgänge und die damit einhergehende hohe Verletzungsgefahr erschweren das Erforschen des Areals enorm. Im ersten Teil der Ermittlungen waren EVPs zu hören und das K2 Meter war äußerst aktiv. Es wirkte so, als würde sich langsam eine gewisse Kommunikation aufbauen. Klopfgeräusche und die Stimme einer Sängerin hallten durch die Kapelle. Im Laufe der Untersuchung verdichteten sich die Indizien, die auf den mysteriösen, tragischen Unfall einer der V-Besitzer hinwiesen. Was damals genau geschah, war bis heute geschichtlich nicht zu klären. Viele Aussagen aus den Geräten der Ermittler deuteten darauf hin, dass der Unfall etwas mit dem Turm zu tun hatte. Vielleicht war es mehr als nur ein Unglück. Werden sich die betroffenen Seelen melden? Kann das Team noch Näheres zum Unfall herausfinden? Wir steigen gleich wieder dort ein, wo wir zuletzt aufgehört haben. Zur Erinnerung, in der Kapelle waren einige sehr coole EVPs zu hören. Dann war das laute Geräusch und nicht zu vergessen die Chorsängerin. Es hat irgendwie gewirkt, als würde sich langsam ein gewisser Kontakt aufbauen. Wir
blieben dann bei denselben Geräten, machten noch eine Runde, tauschten aber die Plätze. Okay, schaust du mal Richtung Kapelle? Ja, tauschen wir, dann schaue ich einmal da, oder? Okay. Wie war das jetzt mit Ja, geh einfach weiter mit dem, oder? Okay. Das ist kein 2 Meter Schlag. Also das ist das Handy. Was? Das ist kein 2 Meter mehr. Aber ich glaube, das ist das Handy jetzt. Aber ich hing bei dem Gras immer wieder. Ja. Ja, du hast ja gesagt, du hast keine Fotos da gemacht, oder? Schauen wir mal. Alex, bleib mal stehen, bitte. Ich muss ein bisschen putzen, ich kann das nicht anschauen. Besser. Danke sehr. Schauen wir dann auch die Räume durch und die Stufen rauf, oder? Ja, hast den Namen von der Anlage schon gelesen? Nein. Wampersdorf, ja. Okay. Ist vielleicht hier jemand, der sich uns zeigen möchte? Die werden jetzt gleich einen Schreck kriegen, wenn die Gänse anfangen, oder? Ja, Das ist eine super Alarmanlage, oder? ja, wirklich. Also, du brauchst keinen Hund. Ich glaube, wenn ich sie nicht ganz beißt, ja, einmal hat mich eine gebissen. Ja? Aber mehr brauchst du wirklich nicht, da brauchst du nichts mehr nachher. Das ist unbeschreiblich angenehm. Mhm. Da links geht's noch runter. Da geht's noch tiefer rein, da links. Wow, stimmt ja. Du kannst dich uns gerne auf diesem Gerät zeigen hier. Achtung, ich muss nur ein bisschen ins Bild. Da war jetzt was so ganz kurz. Ja? Aber es zeigt es nicht mal in Farben an. Schau. Pass auf, die Decke ist sehr niedrig da im Durchgang. Schaust du mal Richtung Kapelle? Ja? Ja, tauschen, dann schaue ich einmal da. Ja, okay. Wie war das jetzt mit Ja, nimm das Mikrofonik? einfach weiter Ja. mit dem, oder? Okay. Also das ist Handy. Was? Kein 2 Meter mehr. Aber ich glaube, das ist Handy jetzt. Warte ein bisschen. Stecke die Mikrofonik wieder ein. So jetzt die Full Spectrum nimmst jetzt du. Okay. Wir haben nur zwei Stück, ja. Klar. Okay, na dann schauen wir zur Kapelle. Ja. Sicht. So.
gehen wir am Stützpunkt vorbei. Schauen wir, ob jemand in der Kapelle mit uns reden möchte. In der Kapelle sind ja die ganzen Burgherren begraben und die von der Familie des Burgherren der verschiedenen Familien. Du musst natürlich aufpassen, nicht, dass du abstürzt ins Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das so drüben ist. Ah ja, sind wir am Weg. Okay. Ist vielleicht jemand hier heraus bereits bei uns, der sich uns mitteilen möchte? Ja. Vereinzelt auf jeden Fall schon mal Ausschläge. Auf jeden Fall deutlich mehr Ausschläge als wir zuletzt schon gehabt haben. Man sieht nur die Silhouette von der Kirche, von der Kapelle. Achtung, Schlauch. Ja. Ist jemand bereits hier, der uns begleitet? Es ist interessant, ich habe jetzt beim Rübergehen zuerst die Frage gestellt, da hat es kurz ausgeschlagen, jetzt habe ich wieder gefragt und jetzt hat es wieder ausgeschlagen. Nicht extrem stark, sondern gerade so, wenn jemand beiläufig reagieren würde, bis zur Mitte. Findest du es gut, dass wir hier sind? Dass du die Möglichkeit hast, dich uns mitzuteilen? Wo ist der Eingang? Da, okay. Das sieht genau. Ah ja. So. Wir sind jetzt hier in der Hochzeitskapelle, also ursprünglich in der Kapelle, die jetzt als Hochzeitskapelle ist. Hier sind die Grabsteine von einigen der Burgherren von früher. Ist vielleicht jemand dieser Burgherren noch hier, der sich uns mitteilen möchte? Ist noch jemand aus dem Krieg hier? Schau, wie dick die Mauer ist. Wie lang der Durchgang. Wahnsinn, oder? Macht euch doch, bitte? Du bist jetzt Was? nach links getaumelt. Ja. Ist okay? Ja, es fängt schon wieder an. Muss ich noch eins machen? Sieht komisch aus, das Bild. Läuft mal da rein. Sieht was? Sind die Hausherren noch zugegen?
Es ist teilweise sehr beeindruckend, was man hier sieht. Ihr habt tolle. Kurzer Ausschlag. Ich weiß nicht, ob du das siehst dort, aber. Ja, ich denke mal, ist ein bisschen weit weg. Gell? Das heißt, ja, das passt schon. Ja. Ich werde es jetzt sagen. Ist jemand, der Präsenzen, sind Entitäten hier von diesen Burgherren, die hier begraben wurden? Ihr könnt das Gerät hier berühren, wenn ich euren Grabstein berühren sollte. Oh, starker Ausschlag. Ist jemand hier, dem dieser Grabstein gehört? Noch einmal. Jetzt hast du es gesehen, glaube ich, oder? Das ist sehr, sehr stark. Das ist jetzt dein Grabstein. Du bist jetzt hier. Ist noch jemand anderer hier? Ist nur der Besitzer dieses Grabsteins hier? Naja. Ist jemand von diesem Grab hier, dem dieser Grabstein gehört hier? Oder von diesem Grabstein? Es kann auch ein Zufall gewesen sein. Also ich denke mal, es ist irgendjemand hier. Es sind da herüben auch noch welche. Habe ich gesehen. Es sind ja immerhin 800 Jahre. Das, glaube ich, sind eh nicht alle. Es sind auch sehr, sehr schöne Marmorgrabsteine anscheinend. Ist hier jemand, dem dieser Grabstein hier gehört? Du kannst dich auch uns mitteilen, indem du etwas runterschmeißt, etwas zu Boden wirfst. Ist jemand von diesem Grabstein, dem dieser Grabstein gehört, hier? Du kannst dich auch über die Anwendung in dem Gerät, das ich eingesteckt habe, mitteilen. Oder von diesem Grabstein? Wir dürften einmal ziemlich lediert gewesen sein, weil die sind alle hier gestückelt und repariert worden. Die ursprüngliche Schrift kann man eigentlich nicht mehr lesen. Also ich kann es zumindest nicht lesen. Ist noch jemand bei uns, der sich uns mitteilen möchte? Jemand, dem dieser Grabstein gehört hat? Ist jetzt jemand hier, es hat jetzt kurz ausgeschlagen, ist jemand hier, dem dieser Grabstein gehört? Die Kinect, der wird immer nachgesagt, dass er bei jeder Kleinigkeit reagiert. Und das Schloss ist dann natürlich super für die Kinect, dass jetzt sehr viele Ergebnisse kommen werden. So haben wir gedacht. Aber tatsächlich war nichts, gar nichts. Also das ist einerseits schlimm, weil wir mehr erwartet haben. Andererseits positiv, weil die Kinect damit auch gezeigt hat, dass man sie wieder ernster nehmen kann. Die Nekrophonik war für mich an dem Teil des Abends äußerst interessant. Dazwischen hat man noch einige EVPs gehört, die waren schon ziemlich heftig. Da ging es um Ich falle,
der Turm und sogar Mord. Es gab einen Unfall, der ist geschichtlich vermerkt, aber was genau damals passiert ist, ist nicht bekannt. Wir haben da schon langsam eine vorsichtige Vermutung dazu. Wir haben auf jeden Fall die Runde noch ein Stück dann fortgesetzt. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so gut. Ja, es ist auch sehr kühl da. Nein, nicht wegen dem, mir ist gar nicht kalt. Was dann? Ich finde es interessant, dass so die Geräte alle schweigen. Ist das eine Folterkammer oder was ist das da? Keine Ahnung. Sind wir jetzt unterm Turm nah, oder? Ich glaube, ja. Schau mal, da geht's nochmal ran. Ja? Oder geht's wieder zurück? Was ist Jetzt. Ja, da geht's wieder zurück. Der Raum, wo wir gerade waren. Geht da rüber. Was sind das für Haken da oben? Ich habe keine Ahnung. Mir kommt das irgendwie ein bisschen vor wie eine Küche da. Da war halt immer, weiß ich nicht, irgendwas befestigt. Das, wo du reingeschaut hast, vielleicht war das da der Kamin, ich habe keine Ahnung. Der Ofen halt. Solltet ihr Bedenken haben, wir sind in friedlicher Absicht hier. Wir würden gerne mit euch sprechen. Wir würden euch gerne sehen. Wir würden gerne Geräusche von euch hören, bitte. Schau, das ist der Raum. Das war, glaube ich, schon eine Küche, oder? Sehr viele Abflüsse, oder? Ja. Da war auch ein fettes Rohr. Bist du narrisch, Alex? Du schaust aus. So schlimm? Ja. Weißt du was, jetzt schauen wir noch da die Stufen rauf, Ja. wo das Gasometer so stark war und in den Durchgang da rein. Mhm. Ist überhaupt jemand hier, der sich uns mitteilen möchte? Muss nicht unbedingt was heißen, weil es muss nicht jeder mit dem interagieren. Aber jetzt gehen wir es noch durch. Ist jemand hier, der dieser Grabstein hier gehört? Würde mich interessieren, wem diese Grabsteine wirklich gehören. Also die gehen ja durch viele Familien in den letzten 800 Jahren. Oder sind hier Entitäten, die überhaupt jünger sind?
Ist jemand hier, dem dieser Grabstein hier gehört? Oder dieser Grabstein? Naja. Oder dieser Grabstein hier. Ist hier jemand? Gut, jetzt sind wir durch. Da kommen wir zum Bereich der Gruft nach hinten, wo die Burgherren tatsächlich liegen. Ist jemand hier gebunden? Wer ist hier anwesend? Wir müssen natürlich aufpassen wegen der Polter-Tune, dass wir den nicht auslösen. Hier unterhalb dieses Teppiches ist der Abgang zur Gruft. Kann sich jemand uns mitteilen, wer ist noch hier und möchte uns etwas mitteilen? Zum Übergang, wenn man stirbt, wenn man in das, wie es nach dem Tod weitergeht. Sind hier auch Frauen anwesend? Bitte? Der Teppich? Nein, ich glaube nicht. Also nach dem, was wir gesagt haben, ist der Boden da vollständig draufgelegt worden. Also da kann man nichts, da kommt man nicht zur Gruft ran. Leider. Wäre wirklich spannend gewesen. Muss man natürlich äußerst vorsichtig vorgehen, dass man die Pietät wahrt. Respektvoll. Wir wollen ja niemanden beleidigen. Wir wollen nur fragen und euch kennenlernen. Oder wenn ihr etwas mitteilen wollt, dass wir es für euch vermitteln können. Es gibt viele interessierte Menschen, die sehr gerne euch hören würden. Ja, so ein Pech, aber auch auf der Kinect war weiterhin absolut gar nichts zu sehen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir werden uns ersparen, auch den weiteren Rundgang damit zu zeigen. Dafür war es aber beim Jürgen ganz interessant und die ganzen Hinweise bezüglich diesen tragischen Unfalls, die haben sich immer mehr verdichtet. Wann hast du gelebt? Aha, jetzt haben wir wieder einen Ausschlag. Wer bist du? Aha. Oder so kann es nicht ausgehen. Das war wieder ein sehr deutlicher Ausschlag. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber. Na. Würde mich sehr freuen, wenn jemand hier ist, der sich uns mitteilt. Du kannst doch klopfen. Bitte? Versteht ihr nicht? Bilder. Bilder?
Habt ihr etwas angestellt? Wart ihr keine guten Menschen? Wart ihr ungerecht? Oder schlechte Herrscher? Seid ihr nicht ins Licht gegangen oder konntet ihr es gar nicht? Geht es euch gut da, wo ihr seid? Wieder kurzer Ausschlag. Geht es euch gut da, wo ihr seid? Wieder Ausschlag. Ja. Ihr Herzschlag wieder. Fühlt ihr euch wohl? Wollt ihr gar nicht ins Licht gehen? Das ist interessant, gell? Hat schon wieder starker Ausschlag. Seid ihr mehr? Seid ihr nicht alleine hier? Ah, sehr starker Ausschlag jetzt wieder. Seid ihr hier stärker in der Kapelle als im Schloss? Fühlt ihr euch hier Gott näher? Sind hier auch andere Wesen als Verstorbene oder ehemalige Bewohner des Schlosses? Welche Wesen sind hier? Sind hier Engelwesen? Seid ihr gute Wesen? Wollt ihr Gutes tun? Und achtet ihr auf die Menschen hier? Ja. Schwierig. Könnt ihr das nochmal machen? Könnt ihr noch einmal das Gerät hier ausschlagen lassen? Oder sprecht ihr jetzt nur mehr über diese Anwendung hier in meiner Tasche? Welches Jahr habt ihr, in welchem Jahr habt ihr gelebt?
Es ist hier immer wieder mal ein Lufthauch zu spüren. Kommt das von euch? Ja. Ich muss den Knopf drücken, sonst geht es nicht. Wenn ich es finde. Dort. Ja. Kommst du bitte nach Hause? Ja, ich bin schon am Weg heim. Wir haben es gesehen, ein weiteres passendes Indiz zu den Aussagen Mord, ich falle und Turm. Die Aussage Pädophilie ist erschreckend, dem müssen wir aber weiter nachgehen. Und dazu gab es immer die passenden K2-Meter-Ausschläge. Auf die Frage, ob es euch gut geht, da wo ihr seid, die ganz klare Aussage Nein und ein K2-Meter-Ausschlag. Auf die Frage, ob sie denn nicht ins Licht gehen wollen, wieder ein K2-Meter-Ausschlag. Das heißt, in dem Fall gehen wir aber davon aus, dass sie auch ins Licht gehen wollen, aber nicht können. Wir sind mit der damaligen Ausdrucksweise nicht ganz so vertraut. Ob also mit der Bulle ein Tier oder vielleicht ein Wachorgan gemeint ist, können wir nicht so ganz genau sagen. Wir haben sonst auch sehr viele interessante Aussagen aus der Nekrophonik gehabt, wie zum Beispiel aus der Hölle. Jürgen wollte wieder einmal mit der Ovilus-App losziehen und ich habe mir in der nächsten Runde die Spiritbox geschnappt. Ich glaube, ich habe jetzt Hallo gehört. Hat jemand Hallo zu mir gesagt? Ja. Wow. Also. Ist jemand hier, der mit mir sprechen möchte? Hat der Unfall, der dramatische, etwas mit dem Turm zu tun? Was war's? Ich bin über die Schnur drüber gefallen, gerade ein bisschen. Achtung bei dir. Ja. Hat der dramatische Unfall etwas mit dem Turm hier zu tun? Wer ist hier verunglückt? Wow, ich bin gegen die Tür gerannt. Ja. Jetzt ist auch kalt da drinnen. Vorher war es warm. Hallo, mein Name ist Alex. Die Dame mit der Laterne ist die Corinna. Ist jemand hier bei uns?
Ah ja, okay. Warte mal. Das ist interessant. Die Kamera war anscheinend aus, die hat jetzt nach der Uhrzeit gefragt. So, gut. Das heißt, wir gehen jetzt da wieder durch. Ich tue mal kurz mal testen, ob die Kamera funktioniert. Ja, okay. So. Rosa. Also ich habe es zuerst schon eingeschaltet, die App, weil die braucht immer relativ lang zum Initialisieren, und jetzt da haben wir schon ein paar Treffer, ein paar Notizen. War böse. Dann zu Asche. Decke. Zu sprechen und Rosa und Gewinn. Ist natürlich insofern jetzt interessant, das möchte ich noch mal kurz sagen, weil die zu Asche war, das Gebäude ist im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe getroffen worden und dadurch leicht beschädigt worden, und da hat der Verfall begonnen. So liest man das im Internet nach. War böse, ist immer eine interessante Aussage. Decke. Es ist immer schon, es ist also Decke, es sind sämtliche Decken von diesen Gebäuden, die hier sind, eingestürzt und quasi nicht mehr vorhanden. Und Sterben, es war im Lazarett im Zweiten Weltkrieg und auch danach, bei den Russen dann. Und da passt Sterben natürlich auch dazu. Ist jemand hier? Ist jemand hier, der hier gestorben ist? Vielleicht als die Decke eingestürzt ist bei dem erwähnten Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg. Die Kamera meldet, dass der Akku leer ist oder die Batterie leer ist. Sterben, ich lese hier sterben. Bist du hier gestorben? Hier im Schloss. Als es ein Lazarett war, eigentlich, das kann nur in der Lazarettzeit sein, denn davor war es ein Lustschloss, also rein für Vergnügungen. Wir haben vorher ein Geräusch gehört, als würde jemand singen. Kannst du es bitte noch einmal ganz laut machen? Dann haben wir ein Geräusch gehört, als wäre jemand vom Turm gefallen. Beim ersten Teil der Untersuchung war ja bei der Kinect gar nichts los, tote Hose sozusagen. Und dabei habe ich ganz vergessen, dass wir bei diesem Rundgang ein äußerst erschreckendes, interessantes Erlebnis gehabt haben. Es war ein Geräusch wie ein Schrei von einer Frau, die vom Turm runterfällt. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch mal einen kurzen Rückblick einblenden, um euch das Ganze zu zeigen. Uns verziehen sollen hier. Dass wir wieder mal gehen sollen. Was? Dass wir wieder mal gehen sollen. Ich glaube, dass es da ganz besonders wird. Die Stufen, was war das? Keine Ahnung. Das war kein Vogel. Das war ein Schrei. So richtig, ah.
Das war so ein Schrei, wie wenn jemand von oben runterhüpft. Ja, wie eine, Vom 3. oder 4. Stock zum... oder vom Turm. Ja, richtig, ja, voll. Tragischer Unfall, vom Turm gefallen. Kann sein. Alter Alex, jetzt kriege ich voll die Gänsehaut nach der Aussage. Ist jemand vom Turm gefallen? Die Kamera tut sich sehr schwer. Ja. Schauen wir noch mal rauf. Also wir wollten ja die Stufen raufgehen, oder? Ja, aber die sind jetzt von dir aus gesehen rechts, die Stufen. Da? Na, da drinnen sind die Stufen. Da? Na, da drinnen. Da? Ja. Ich habe die Orientierung verloren. Volle. Und ich laufe schon herum wie ein Betrunkener. Schauen wir trotzdem rüber, das hat echt geklungen, als wäre er vom Turm gefallen, oder? Ja, zum Turm kommen wir nicht hin, der ist zu. Da ist Aber alles da- eingestürzt. Aber da hin können wir. Ja. Habt ihr in der Zwischenzeit schon mit der Spieluhr gespielt? Unter uns ist die Gruft jetzt. Ich bin für Portal dann da. Ich bin für Portal dann genau über der Gruft. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Daseinsform, ein Bewusstsein nach dem Tod? Könnt ihr bitte einen unserer Namen sagen? Wie heißt der Mann, der gerade bei mir im Licht steht, den ich beleuchte? Wem gehört dieses Schloss? Was befindet sich hier genau unter uns? Es ist. Hoppala. Ja.
87 ist zuletzt auch noch ausgegeben worden, ist jetzt auch schon wieder Zeit lang her. Das war vor dem Sterben. Das ist ja Wahnsinn, wie hier alles verfallen ist. Möchtest du dich, oder ist jemand hier, der sich uns mitteilen möchte? Kamera. Ja, okay. Möchtest du etwas uns sagen? Wie lange bist du denn hier? Ist nicht aus, nicht gescheit. Jetzt. Ja. Hast du für im Zweiten Weltkrieg hier gekämpft? Oder warst du einer von den zu isolieren? Was wäre denn zu isolieren? Oder wer soll isoliert werden? Sofern du im Zweiten Weltkrieg hier warst, hört sich das an, als ob das Soldaten sagen könnten. Warst du ein Soldat? Neue Freunde. Hast du hier neue Freunde gefunden? Oder hast du alte Freunde verloren? Was ist hier unter uns drunter? Ja. Es ist gerade dunkler geworden. Bitte? Es ist gerade dunkler geworden. Was? Irgendwas ist mit dem Licht passiert bei mir. Stimmt, ja. Was passiert denn gerade mit dem Licht, das wir mit haben? Was ist das? Aber wirklich, auf einmal zack. Hast du gesehen? Was ist hier unter uns? Ja. Wie heißt dieser Ort hier? Wie viele Personen sind noch anwesend hier? Achtung, das Kabel kommt wieder.
Hörst du was? Könnt ihr euch bemerkbar machen? Ach so, da sind auch Stiegen rauf gewesen anscheinend, aber das ist zugemauert. Ah, das war der Durchgang, okay, ja, von man von der anderen Seite gesehen hat. Da sind wir jetzt im Fundament von dem Schloss. Okay. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Es deutet aber jetzt stärker darauf hin, dass das wirklich aus dem Weltkrieg ist. Warst du da drinnen auch? Ja. Und sieht man da irgendwas, oder? Nein. Nicht. Und dann ist es aus, schätze ich mal, gell? Okay. Ja, da war ich dann. Okay. Das ist jetzt unscharf. Den möchte ich dann kurz rein fotografieren. Ja, also das ist der Schutthaufen, okay. Also da ist einfach alles zusammengefallen, ja. Schauen wir mal da wieder. Mein Gott, so ein wohnliches Gebiet hier. Das wäre interessant, gell, was da gebaut worden ist. Geht durch. Das ist interessant. Die kommen. Wer kommt denn? Warst du von den deutsch-österreichischen Truppen und die Russen sind gekommen? Papa. Ist mir nicht. Papa ist mir nicht. Zuletzt Opa. Sterben. Ah, okay. Sie sind tot. Bitte? Ah ja, okay. Ja, ja. Siegelbau. Gut. Hm? Die da oben. Ich sehe nur das Licht. Ich sehe nur das Licht. Ah ja, okay, ja. Ja, ja. Wahnsinn, das sind Riesenblöcke. Was war das? Keine Ahnung. Ich habe gerade woanders hingeschaut und auf einmal wusch. Hä? Ich habe gerade woanders hingeschaut, aber das war so irgendwie da rechts drüben im Park. Na, direkt hinter mir, das Knurren. Hast du nicht gehört? Nein. Das nur ich gehört. Ich habe das rechts drüben im Park wahrgenommen. Also ich habe das direkt gespürt in meinem Rücken. Ja. Aber da ist nichts. Das war wie von einem Hund, ein ganz tief, oder von einem Bären, oder es gibt keine Bären da. Ja. Ah. Das war ein ganz extremes. Mehr Hast du das gehört? so ein Vibrieren, was man spürt. Ja. Nein, ich habe es eindeutig gehört, ein lautes Brummen, und ich habe es gleichzeitig gespürt. Na bumm. Es wird hinter mir wer sich aufbauen und knurren. Ja? Direkt hinter mir. Kannst du das noch einmal machen, bitte?
Jürgen. Jürgen? Das kann jetzt ein bisschen dauern. Hast du das? Ja, das ist ein Rasensprenkler. Ah, okay. Um die Uhrzeit? Aber doch nicht, der müsste dann wieder zurückfahren eigentlich. Jürgen? Sollen wir nachschauen gehen, ob alles okay ist? War was? Wir gehen gerade noch herum, also aber die App meldet sich immer wieder. Passt ganz gut soweit. Irgendwie im Kontext auch? Wirkt ein bisschen, als ob das im Zweiten Weltkrieg wäre. Hinter mir im Park hat sich was aufgebaut und geknurrt. Ich habe das gehört und gespürt. Aha, spannend. Wie ist jetzt die Situation bei euch? Ja, wir sind zurück zur Basis. Kommt sie auch zurück? Sie kommen und dann zusammen und Kerzen. Sie sind tot. Alarmierend. Das klingt alles so kriegerisch für mich. Das heißt, ihr seid, ich vermute, im Zweiten Weltkrieg hier gewesen. Ist das richtig? Seid ihr Verletzte, Verwundete gewesen vom Zweiten Weltkrieg? Oder seid ihr von den russischen Truppen Verletzte gewesen, die hier waren? Da geht er fast ganz weich hier, gell? Wie fast auf einen Teppich. Also überall diese so große Steine da drunter, schau. Das ist alles verputzt worden. Das Schloss ist mehrfach umgebaut worden in den letzten 800 Jahren. Warte mal. Ja? Ja? War was? Wir gehen gerade noch herum, also war was. Die App meldet sich immer wieder. Passt ganz gut soweit. Irgendwie im Kontext auch? Ja, es wirkt ein bisschen, als ob das im Zweiten Weltkrieg wäre. Hinter mir im Park hat sich was aufgebaut und geknurrt. Ich habe das gehört und gespürt. Aha, spannend. Wie ist jetzt die Situation bei euch? Ja, wir sind zurück zur Basis. Kommt sie auch zurück? Ja, wir kommen. So, drehen wir die Full Spectrum ab, weil die fast keinen Strom mehr. So. Alarmierend. Genau. Du kannst euch jetzt Macht. Ja, es klingt alles recht aggressiv. Es geht Richtung Weltkrieg, glaube ich, also von der Vorstellung her. Na gut, ich danke mal für die Rückmeldungen. Das, was da in der Kapelle los war, war für mich extrem spannend. Es hat angefangen, dass die Taschenlampe sich abgedunkelt hat. Das hat sie noch nie vorher und auch nicht nachher gemacht. Passend dazu kamen einige, wie soll ich sagen, es war fast wie Hilferufe, ja, passend eben zu der Taschenlampe. Und nachher habe ich dann auch noch gefragt, was ist hier unter uns? Und da kam die Herren. Die Herren könnte man schon irgendwie interpretieren wie die Schlossbesitzer, die Schlossherren, die früheren, die tatsächlich unter uns begraben waren. Als wir dann aus der Gruft rausgingen, kam dann noch ein nettes Achtung und die Aufforderung zu schweigen.
Ich glaube an sehr viele Zufälle, aber in der Häufung glaube ich echt nicht mehr daran. Und das war für mich ein absolutes Highlight zu diesem Zeitpunkt. Noch dazu muss man festhalten, dass der Radioempfang in der Kapelle nicht vorhanden war. Die Ergebnisse, die dort gekommen sind, sind mehr aus dem Hintergrund gekommen und auch über den Kanalwechsel hinweg. Wenn man dann rausgegangen ist aus der Kapelle, war zwar wieder der Radioempfang da, aber dafür keine Ergebnisse mehr. Als wir aus der Kapelle rausgekommen sind, war mir ein bisschen komisch und ich habe mich ein bisschen mulmig gefühlt und ja, beobachtet und verfolgt. Die Corinna hat mich dann gefragt, ob ich irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob sie gesagt hat, ob ich irgendwas sehe oder höre. Auf jeden Fall, ob ich irgendetwas wahrnehme. Und ich habe dann gesagt, nein. Und im nächsten Moment war da ein lautstarkes Brummen hinter mir. Das war so laut, dass ich vor Schreck echt fast ins Wasser gesprungen wäre. Das war so beeindruckend. Ich habe eine richtige Schallwelle, ein richtiges Vibrieren im Rücken gespürt. Auf den Mikrofonen hört man es auch auf der Aufnahme, aber leider nicht so laut, wie ich das jetzt vor Ort wahrgenommen habe. Die Ergebnisse von der Spiritbox sind auf jeden Fall diesmal, finde ich, äußerst beeindruckend. Aus der Ovilus-App kamen Hinweise, die sich eher zur Kriegs- und zur Nachkriegszeit zuordnen ließen. Es war so, als ob sich Wesen meldeten, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben. Außerdem versuchte jemand, uns Hinweise zu dem Unfall zu geben, der sich dort ereignet hatte. Das schon alleine begründet eigentlich einen weiteren Besuch. Wir haben damit dann die Möglichkeit, unsere Ergebnisse nicht nur zu hinterfragen, sondern vielleicht auch noch Antworten zu dem Unfall zu bekommen. Wir sind danach in die Kapelle gegangen und haben das Portal gestartet. Hat die jetzt ausgelöst? Ja. Schau, ein Foto. Ist ein Foto drauf gewesen? Nein. Nicht? Nein. Ja. Pass auf, nicht wieder gegen die Tür, ja? Ja. So, sind in der Kapelle, die wirklich ausgesprochen groß ist. Kurz einmal akklimatisieren. Es ist so kalt schon wieder. Wir sind jetzt alle noch einmal hier. Ist jemand hier bei uns? Tot? Ja.
Was bedeutet Tod? Bedeutet Tod wirklich das Ende? Jürgen. Irrtum. Was befindet sich hier unter uns? Was befindet sich hier unter uns, unter dem Fußboden? Diese Kapelle gehört zu dem Schloss seit 800 Jahren. Hier sind viele Leute begraben worden, viele Beisetzungen gewesen. Ist jemand hier, der uns etwas sagen möchte? Das war auch ein Schloss. Es war auch ein Schloss ursprünglich, bevor es zum Schlussschloss wurde, um die Türkenbelagerungen abzuwehren. Ist aus dieser Zeit jemand hier? Wieder du, gell? Ja. Möchtet ihr nur mit dem Jürgen sprechen? Erzähl mir, was dir auf dem Herzen liegt. Bist du schon lange hier?
Und wenn ihr mehrere seid, wie viel seid ihr? So wie Alex gefragt hat, wie heißt ihr? Wie sind eure Namen? Und was liegt euch am Herzen? Was hat denn hinter mir so laut gebrummt? Seid eines natürlichen Todes verstorben. Es hat vorher geklungen, als würde jemand schreien, weil er vom Turm runterfällt. War das der Unfall? Ist da wer? Diese blöde Kamera. Was? Ich wollte es jetzt sofort fotografieren und jetzt sagt er, wechseln Sie die Batterien. Nein. Ja, aus. Die ganze Zeit war der Status okay. Ja, hat sich erfahren. Nix. Jetzt geht's wieder. Wow. Das war jetzt so ordentlich herumblau. Was? Wie hast du das gemacht? Mit dem ersten Einbrecher.
Gebt uns doch bitte noch ein Zeichen. Der Doktor. Ihr könnt ruhig näher kommen. Ganz langsam. Was wollt ihr dem Jürgen sagen? Ich höre da und Jürgen. Das kann ich dir nicht sagen. Dann sag's dem Jürgen bitte. Ja, sagt es mir. Was liegt euch am Herzen? Ich habe euch zuletzt angeboten, wenn ihr etwas sagt, was euch daran hindert, dass ihr ins Licht gehen könnt. Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Ihr habt noch nicht euren Frieden gefunden. Was hindert euch daran? Vorsichtig ins Zimmer. Vorsichtig. Mhm. Inwiefern sollt ihr vorsichtig sein oder müsst ihr vorsichtig sein? Oder wir. Oder wir? Oder es ist eine Warnung für uns? Sollen wir noch einmal wiederkommen? Warum sind wir? Uns alle an unserem Rücken. So spät schon. Sollen wir noch einmal früher wiederkommen? Letztes Mal. Hm? Und ein ordinäres Wort für Toilette. Ich habe verstanden, Jürgen, scheiß drauf, Jürgen. Leucht hin. Die will nicht, die will nicht, die will nicht. Bis die ein Foto macht. Nein, sie macht's nicht. Die ganze Zeit funktioniert's. Ich habe zuerst auch einmal Probleme gehabt mit dem Ding beim Aufnehmen, das nicht ausgelöst hat. Man einfach gleich hat. Jedes Mal, wenn ein Geräusch ist und ich fotografieren möchte, schaltet die ab. Mhm. Gibt es eine Seele?
Wo befindet sich die Seele? Wegen unserem Gefängnis. Ihr seid wieder. Es ist. Und kannst du. Der Ufer dient herrlich. Totenglocke? Was ist denn mit der Totenglocke? Hast du den Schrei da draußen gehört? Ja. Mit ihrem Schiff. Was ist mit der Totenglocke? Sollen wir lieber gehen? Erzähl uns doch was aus der Lazarettzeit hier. Ist man nach dem Tod wirklich noch ein paar Tage an seinen Körper gebunden? Werdet ihr hier bewacht, dass ihr nicht mit uns sprecht? Und von wem? Von wem werdet ihr bewacht? Wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Vielleicht schaffen wir es, dass wir noch einmal vorbeikommen. Wir hören uns einmal die Tonbänder an und je nachdem schauen wir nochmal vorbei. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. So viele klar verständliche und deutliche EVPs haben wir, glaube ich, noch überhaupt gar nicht an einem Ort gehabt. Auch die anderen Geräte wie die Spiritbox und das Portal haben immer wieder passende Sachen von sich gegeben. Und zwar meines Erachtens Hinweise auf den tragischen Unfall der Vorbesitzer. Wir vermuten ja, dass es da irgendwie etwas mit dem Turm auf sich hat. Ja, ob das jetzt Mord war oder ein Unfall, weiß ich nicht. Im Internet steht eben nur etwas von einem tragischen Unfall, der nicht näher geklärt ist. Glaubt man den EVPs und den Ergebnissen, die aus unseren Geräten kamen, dann könnte es sich bei diesem Unfall auch um einen handeln, wo jemand nachgeholfen hat. Die Indizien sprechen auf jeden Fall eindeutig dafür und wir denken, dass wir dem mit einer Schwerpunktrecherche noch weiter nachgehen sollten.
Wir denken alle, dass es ganz wichtig ist und auch eine gute Idee, dort nochmal hinzugehen. Denn wir wissen auch alle, dass die Aktivitäten oft mit dem zweiten oder dritten Besuch wesentlich stärker werden. Aber das Areal ist sehr groß und darum haben wir beschlossen, das Team für die weiteren Untersuchungen an diesem Ort zu vergrößern. I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take.